Hi Leute, willkommen zu Dragomir baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau. Heute machen wir mal wieder was Leichtes, und zwar hatte ich mir überlegt, ich hatte noch ein paar Reste vom Eimerbau hier hinter mir, ne? Und zwar, wir bauen einfach noch einen Wurfkrug. Kann man immer gebrauchen. Für den Alkoholiker unter euch, ne? Beziehungsweise jemand, der gern was säuft, ist sowas als Waffe ja auch gern gesehen, ne? Und wenn es nur an den Kopf schmeißen ist. Dann hoffe ich mal, das Thema interessiert euch. Bleibt dabei. Wir sehen uns. So Leute, ich versuche das Ganze diesmal wieder relativ simpel zu halten. Hab ein Stück 10er Matte genommen. Hab die 10 mm Durchmesser. Ne, quasi hier einmal durchgemacht. Ist jetzt ein bisschen länger, wie er sein muss. Hab mal wieder hier eine weiße Linie gemacht. Gut, den weißen Edding habe ich jetzt nicht dabei. Den habe ich mal wieder oben gelassen. Aber ja, dafür habe ich wieder einen schwarzen, den man nicht sieht. Aber egal. So, dann habe ich mir einen Griff gebaut. Aus 20er Matte. Kann man natürlich auch 2 10er Matten zusammenkleben. Ja, das Ganze muss dann noch ein bisschen abgerundet werden, dass das ein bisschen besser ist. Durchmesser habe ich ganz normal eine Patexdose als Boden genommen. So eine Dose ist ja schon mal ein guter Krug. Ne? Also so von der Größe her ist schon okay. Kann man natürlich auch noch größer machen. Im Endeffekt ähnliches Prinzip wie der Bau von dem Eimer. Dann habe ich hier noch 2 Dinger mit 3 mm Matten. Da kommt noch so ein bisschen Metallbeschlag drum. Wie gesagt, ähnlich wie das Fass. Hat mich halt ein bisschen dazu inspiriert. Und so einen Krug kann man ja immer gebrauchen. So, dann fangen wir einfach mal an. Im Endeffekt hätte ich jetzt auch hingehen können, hier mit der Linie einmal rund rollen, ne, bis ihr dann wieder auf der Linie seid. Aber das habe ich bei dem Eimer auch schon gewollt und habe es dann auch wieder nicht gemacht. Also machen wir es einfach mal so. Das Ganze mache ich wieder mit Heißkleber. Geht einfach schneller. Ich glaube, ich habe auch schon wieder zu viel für den Anfang genommen. Irgendwie übertreibe ich immer. Das erste Stück sollte dann nicht so groß machen, wie ich es jetzt mache. Das ist immer ein bisschen blöd dann zum Andrücken. Am besten immer so ein paar Zentimeter. Und dann wieder weitermachen. Und dann immer gucken, dass die Unterseite, wo das Ding steht, möglichst bündig ist. Man braucht ja da nachher nicht so was groß wegschneiden oder schleifen oder sowas. Ist jetzt nicht schlimm, wenn ihr nicht ganz gerade drauf gesetzt habt, aber naja. Ist schon weniger Arbeit, wenn ihr das dann vernünftig gemacht habt. So, wie gesagt, ist eigentlich so grob dasselbe Prinzip wie mit dem Eimer. Wichtigste ist eigentlich nur das Anfangsstück, dass ihr das gut auskühlen lasst, dass das vernünftig hält. Und der Rest, das macht sich eigentlich schon fast von selber. Und wie gesagt, immer gucken, dass ihr dann hier hinten das schön bündig habt. Also hier so. Und dann läuft das. Ja. Seite. Ja, vielleicht hätte ich den weißen Edding doch mit runternehmen sollen, aber das kriegen wir auch ohnehin. So. Wie gesagt, das Ding ist jetzt auch relativ schlicht gehalten. Ich will da jetzt auch nicht groß so das Ding pompös machen. Das wird jetzt so ein ganz schlichter Holzkrug mit ein bisschen Metallbeschlag dran. Kann man natürlich auch noch irgendwelche Verschnörkelungen oder irgendwas draufsetzen. Oder das könnt ihr ja dann so gestalten, wie es euch gefällt. Ich mache jetzt nur so den Grundbau. Und wenn ihr da irgendwas Hübscheres drauf machen wollt nachher oder das Ding größer bauen, dann müsst ihr halt hier noch ein Stück dran setzen oder den Durchmesser halt größer nehmen. Das ist dann an euch, so wie ihr das am besten mögt. So. Das Ganze lassen wir jetzt ein bisschen abkühlen. Seite rede ich mir mal wieder den Mund ein bisschen fusselig. Gehe ich ein bisschen rein mit dem Ding. Beziehungsweise machen wir so. Ganze ein bisschen überlappend machen. Ich hoffe, das ist so gut. So, dann hoffen wir, dass ich jetzt nicht zu viel abgeschnitten habe. Jetzt haben wir nachher keinen Krug, sondern irgendwie ein Ei oder so. Das kann natürlich auch noch passieren.
So, jetzt machen wir nur hier unten das untere Stück, in der Hoffnung, dass das nachher gut zusammenpackt. Wie gesagt, da müsst ihr dann ein bisschen länger drücken, bis das abgekühlt ist, sonst reißt das nämlich den Kleber wieder auseinander. Außer nimmt halt Pattex oder irgendwelche Kontaktkleber. Wie gesagt, passt immer auf, wenn ihr mit Heißkleber rumhantiert, dass ihr euch nicht die Finger verkokelt. Das ist immer ein bisschen schmerzhaft, wenn ihr dann in das Heiße reinpackt. Ja, das war schon wieder ein bisschen. Ja, habe ich wieder nicht lange genug zusammengehalten. Mal so ein bisschen zusammendrücken, also, dass die Kanten besser zusammen sind. Und dann halt immer ein bisschen halten. Das ist immer ein bisschen blöd, wenn man dann das voran machen will. Für die Videos. Das ist dann immer, immer ein bisschen zu nervös. Da weiß ich nicht so genau, wie lange man dann festhält noch. Weil die Videos, die sollen ja nicht nur daraus bestehen, dass ihr mir zuguckt, wie ich hier irgendwas trocknen lasse. So. Das andere Teil ist, wie gesagt, wichtigste erstmal, dass das vernünftig hält. Hier das Stück, das hält schon. Dann brauchen wir gleich nur noch den Rest zu machen. Mal gucken, das können wir vielleicht auch fast schon, naja, ich glaube zwei Stück und 2 Klebedinger müssen wir, glaube ich, machen. So. Machen wir ungefähr die Hälfte von dem, was wir noch kleben müssen. Könnte jetzt ein bisschen mehr wie die Hälfte geworden sein. Aber das geht schon. Ups, das war wieder ein bisschen heiß. Dann immer gucken, dass er so ein bisschen drückt. Und dann das Ganze ein bisschen halten. Wie gesagt, passt immer ein bisschen auf. Ne? Ich habe jetzt hier auch schon wieder Heißkleber an den Finger, weil ich wieder nicht aufgepasst habe. Aber so schnell verbrenne ich mich schon mittlerweile ja nicht mehr. Wenn es nicht ganz so heiß oder so dick drauf ist. So. Machen wir das letzte Stück. Ein bisschen oben drauf. Das war natürlich jetzt nicht so gut. So. Wie gesagt, dann so ein bisschen zusammendrücken. Das Ganze dann was halten. So 2-3 Minuten. Je nachdem. Hängt aber auch immer davon ab, wie dick er halt drauf gemacht hat. Wenn er nicht zu dick drauf macht, ist es was schneller abgekühlt. Und dann hält das auch. Einzige, was ich vorhin vielleicht vergessen habe, was wir vielleicht bei dem Griff auch noch nehmen werden, ist, glaube ich, ein bisschen Fliegengitter. Das ist vielleicht auch noch eine gute Idee. Da hält man nicht so ganz. Ich glaube, da hätte ich ein bisschen mehr Kleber drauf tun sollen. Da müssen wir noch mal ein bisschen nachkleben. So. Wenn er das so ein bisschen runterdrückt, also hier so, dann habt ihr danach auch die Kante besser zusammen. Und irgendwie habe ich hier oben immer noch nicht genug Kleber. Was ist denn heute los, Leute? Irgendwie ist heute der Wurm drin. So, jetzt müsste der aber gut sein. Mhm. Wie gesagt, das wird jetzt nur so ein kleiner Krug. Dann schauen wir mal, wie das Ding nachher wird. Jetzt halten wir noch ein bisschen zusammen. Das hier schleifen wir gleich noch ein bisschen. Dann kommt das Ding so dran. So. Irgendwie wird es immer noch nicht so ganz. Naja, kleben wir gleich noch ein bisschen nach. So, dann fangen wir mal an zu schleifen so ein bisschen. So, das sieht schon mal ganz gut aus.
Das ist jetzt keine Schönheit. Die Kanten hier lassen wir so, weil wir das ja zum Ankleben brauchen. Das ist Rest. So, mal schauen. Machen wir den hier auf die Seite. Ja. Wir machen den Griff genau über die Naht drüber. Dann können wir das, nämlich die Naht so ein bisschen kaschieren. Dann sieht man die nachher auch nicht mehr so besonders gut. Obwohl, kann vielleicht jetzt doch ein bisschen blöd werden, weil ich schon noch die Matte für das Ding drauf. Naja, müssen wir gleich mal gucken. Kann sein, dass ich jetzt ein bisschen Mist gemacht habe. Andererseits kann man das eigentlich als Anschlag nehmen für den. Ja, doch. Das ist eine gute Idee. So. Lass mal gucken. Haben wir noch ein bisschen Fliegengitter irgendwo rumfliegen? Ja, haben wir, Leute. Das ist schon gut. So werde ich den Griff noch ein bisschen fester machen. Das kann, glaube ich, nicht schaden. Also ein bisschen gegen Abreißen sichern. So, bin ich hingegangen, habe dann hier das Ding ein bisschen hier das drauf geklebt, das Fliegengitter. Also relativ dünn. Wie gesagt, guckt immer, dass die Kanten gut verklebt sind davon. Das ist dann nachher sonst immer ein bisschen blöd zu pinseln. Und wie gesagt, wenn ihr Flexipaint benutzen solltet, macht noch eine dünne Schicht Pattex drüber. Also wirklich nur mit dem Pinsel oder so, so ganz dünn drüber. Dann hält das dann nachher hier drauf auch besser. Nur so wieder als Tipp. Habe ich zwar, glaube ich, schon mehrmals erwähnt, aber kann man ja nie genug sagen. So. Wie gesagt, das mache ich jetzt quasi, damit der Griff besser hält. Der nicht abreißt, wenn man mal ein bisschen mehr Schwung drauf hat. Soll ja auch halten das da. Ich hätte jetzt natürlich auch die komplette Länge durchkleben können, aber ich denke mal, bei dem Gewicht sollte das eigentlich reichen, wenn ich halt nur das untere Stück jetzt hier mache. So, dann haben wir das jetzt hier den Griff erstmal dran, ne, oben und unten. Theoretisch können wir auch noch hier was reinkleben. Das könnte man jetzt auch noch machen. Ich glaube, das machen wir auch wenn das eine scheiß Arbeit immer ist, da was reinzukriegen. In so Rundungen. Hä? Hey, Gesundheit, Leute. So, schauen wir mal. Das ist natürlich jetzt wirklich ein bisschen blöd. Das ist immer wirklich ein bisschen schwierig, dann das da so reinzukriegen, dass das auch vernünftig hält. Am besten erstmal immer so ein kleines Stück, dass ihr hier so einen Anfang habt. Dann lasst ihr das ein bisschen antrocknen bzw. abkühlen. Auf der anderen Seite auch. Und dann gucken wir mal, ob wir das dann irgendwie so vernünftig dahin kriegen. Wie gesagt, so Innendinger mit dem Fliegengitter zu machen, ist immer ziemlich bescheidene Sache. Aber es geht. Man muss nur ein bisschen Geduld haben. So, dann haben wir die Teile schon mal so grob hier angeklebt. Das Ganze lassen wir jetzt schon mal ein bisschen abkühlen. Jetzt gucke ich mal, ob die Teile, die ich hier geschnitten habe, nicht vielleicht ein bisschen arg breit geraten sind. Könnten. Ja, ich glaube, das machen wir auch. Und jetzt hier. So. Schauen, ob wir das damit so hinkriegen. Ich mache jetzt einfach mal eine
kleine Ausklinkung hier. Dann kann man das Ganze nämlich vergessen, nur, dass ich irgendwie ein bisschen geistig umnachtet bin. Leute, ich hätte das hier noch andersrum machen müssen. Naja, neuer Versuch. So. Ich hätte genau die andere Seite abschneiden müssen. Denkfehler passiert. So. Neuer Versuch. Also im Endeffekt müssen wir hier das breitere Stück wegschneiden. Wie gesagt, müssen wir jetzt nicht unbedingt. Ich hätte das Ding jetzt auch anders machen können, aber ich will das jetzt so machen, dass das nachher auch vernünftig aussieht. So, kleben wir schon mal dran, das Teil. Dann machen wir gleich dann hier an der Innenseite mal weiter. So. Dann wir das Teil hier auch schon mal festkleben. Da müssen wir gucken. Das sieht, glaube ich, auch ganz gut aus. Müssen wir nur noch ein bisschen mehr randrücken. Und den Rest, den machen wir jetzt gleich mit der Matte. Dann sieht man davon nachher auch nichts mehr. So. Prinzipiell könnte man jetzt auch noch eine Linie drumherum machen, aber da ich mal wieder den weißen Edding oben vergessen habe, in meinem Bastelzimmer, machen wir halt einfach frei Schnauze. Gucken ungefähr, nehmen die Kante hier als Maß ungefähr, damit wir ungefähr wissen, dass der Abstand immer gleich ist. Und dann kleben wir das Ganze einfach einmal rundherum. Das müsste eigentlich auch klappen. So. Immer ein Stück. Immer gucken, dass das dann ungefähr vom Abstand zum Rand passt. So, dass das so grob 5-6 mm sind. Vielleicht sogar schon Zentimeter. Ne, 5 cm reicht das nicht. Wie gesagt, dann immer so ein Stück. Könnt natürlich auch mehr machen. Je nachdem, wie viel ihr euch zutraut. So, ein bisschen haben wir noch. So, gucken wir mal. Gehen wir dazu daran. Ich glaube, ich mache das lieber mit dem Cutter. Sollte funktionieren. So, das Ganze machen wir jetzt hier auf den Krug selber. Ich hoffe, dass ich nicht so viel daneben gemacht habe. Ja, sieht gut aus. So. Jetzt haben wir hier schon mal den Metallbeschlag. Das Ganze machen wir dann unten auch nochmal. Naja, ist ein bisschen krumm geworden vom Metall, aber das ist jetzt nicht, denke ich, so schlimm. Ist noch alles im grünen Bereich. So, in der Zwischenzeit, wo der der wird kommen. Ups, da fallen mir schon wieder Sachen runter. Wo der Lötkolben noch was vorglüht, brechen wir schon mal ein bisschen die Kanten nach. So. Ja. Schon mal ganz gut aus. So, dann gucken wir mal, was der Lötkolben sagt. So. Dann gehen wir von der anderen Seite auch nochmal dran. Die Linien quasi durchziehen. Das
Das soll dann quasi nachher die Bretter sein. Man kann das natürlich auch aus einem Stück machen, dann kann man das auch noch anders gestalten, aber wie gesagt, das ist jetzt an euch, wie ihr das halt mögt. Ich mache das jetzt einfach mal so, da gibt es halt jede Menge Möglichkeiten. Das ist jetzt nur quasi der Grundbau, was ihr dann nachher daraus macht, wenn ihr das nachbauen wollt. Da bin ich mal gespannt. So. Machen wir hier oben auch noch so ein bisschen. Und unten auch. Quasi, dass die Bretter hier noch durchkommen. So, da haben wir es. Jetzt machen wir hier noch unten. So, jetzt haben wir quasi die Bretter und so weit fertig und das wäre jetzt quasi so ein ganz schlichter Humpen. Wir können jetzt natürlich noch hingehen, machen wir noch ein paar Nieten rein, also wirklich nur so ein bisschen. Jetzt muss ich gucken, wo ich die Zange hingeworfen habe. Nehmen wir die hier. Machen wir halt noch ein paar Nieten rein. Ihr könnt den Rand natürlich auch noch ganz anders gestalten, aber das liegt dann halt an euch, wie ihr das gerne habt. Ich versuche das Ganze jetzt einfach mal simpel zu halten, dass das auch Anfänger, die noch nichts gebaut haben, nachbauen können. Wie gesagt, einfach die Spitze rausmachen und dann so ein bisschen reindrücken. So. Und dann machen wir auch noch. So, dann mal vom Lötkolben die Spitze da rein. Ganz wieder festdrehen. So, jetzt mit fest. So. Dann steckt man das Ding schon mal aus. Und jetzt braucht man nämlich einen Heißluftföhn. Glätt man das Ganze noch schnell mal was. Ne? So. So. Ich glaube, hier an ein, zwei Stellen muss man noch ein bisschen nachkleben. Hat sich der Kleber ein bisschen gelöst. Beziehungsweise ich glaube, da hat ich nicht dick genug drauf gemacht. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. So. Sieht doch schon mal ja nicht schlecht aus. So Leute, das ist jetzt der erste Teil vom Video für den Krug. Ne? Prost, ne? Alle Mann. Ich weiß nicht, ob ich das noch ein bisschen hübscher machen werde. Ich denke mal, aber den lasse ich erstmal so. Wie gesagt, ich will den relativ simpel halten, damit auch jeder den nachbauen kann. Auch Leute, die nicht so viel Erfahrung beim Waffenbau haben. Weil mit kernlosen Sachen können da eigentlich nicht wirklich viel falsch machen. Na, dann hoffe ich mal, das erste Teil hat euch schon mal gefallen. Inspiriert vielleicht auch irgendwas zu bauen. Also Ideen habe ich immer noch mehr wie genug. Mal gucken, wann ich zu komme, die alle mal umzusetzen für Videos. Morgen kommt dann das nächste Video.
könnt ihr euch schon drauf freuen. Die Inspiration hatte ich jetzt vor kurzem bei Facebook, aber das erzähle ich euch dann jetzt im nächsten Video, was dann morgen kommt. Na? Dann wünsche ich euch noch einen schönen Samstag. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video, weil morgen kommt dann auch noch mal eins. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wir sehen uns.